Heute ist der Deutsche Diversity Tag, der Tag für die Vielfalt in unserer Gesellschaft. Julia, du leitest die Kooperation mit Costa Rica seit einigen Jahren. Welche Rolle spielt denn das Thema Diversität in der Berufsbildungszusammenarbeit mit Costa Rica? Ja, genau, du sagst es. Seit einigen Jahren arbeite ich mit unseren Partnern in Costa Rica zusammen im Auftrag des Bildungsministeriums. Ich bin bei uns im Team bei GoVET dafür verantwortlich für die Umsetzung dieser Kooperationsaktivitäten. Und ich arbeite dort in erster Linie mit dem dortigen Bildungsministerium zusammen, aber auch mit weiteren Akteuren, die in der Nationalen Berufsbildungskommission vereint sind. Da sind verschiedene Ministerien, Gewerkschaften, aber auch Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter vereint, alle mit dem Ziel, die duale Berufsausbildung in Costa Rica zu stärken und zu fördern. Und meine Aufgabe ist es, diese Kommission fortwährend zu beraten. Und Diversität ist dort natürlich auch immer wieder ein Thema. Allerdings steht es jetzt nicht unbedingt so im Fokus unserer Zusammenarbeit. Aber natürlich kriege ich immer wieder mit, was für einen Stellenwert Diversität für die kostarikanische Gesellschaft hat. Julia, gibt es denn spezielle Programme und Initiativen für die benachteiligten Gruppen? Ja, definitiv. Also es gibt in Costa Rica ähnlich wie bei uns in Deutschland eine Vielzahl von Gesetzen, Gremien, die die Diversität, Inklusion von Menschen und benachteiligten Gruppen fördern sollen. Und genauso ist das auch in der dualen Berufsausbildung. Dort ist es auch gesetzlich verankert, dass Maßnahmen getroffen werden sollen, um Menschen mit Benachteiligungen, mit Behinderungen in die Berufsausbildung zu integrieren. Und genauso findet sich das eben auch in anderen gesetzlichen Vorgaben. Es gibt ähnlich wie bei uns eine Quote zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Es wird tatsächlich an vielen Ebenen auch gefördert als Thema. Und wenn du dann an den Ausbildungsalltag denkst, wie wird das Ausbildungspersonal denn vorbereitet auf das Thema? Also gibt es zum Beispiel Fortbildung? Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, wo auch meine Kolleginnen und Kollegen aus Costa Rica sagen, dass das noch ein Nachholbedarf ist. Es gibt ähnlich wie bei uns leider keine speziellen Fortbildungen oder Schulungselemente für das Ausbildungspersonal, damit sie auf den Umgang mit Inklusion besser vorbereitet werden, beziehungsweise darauf, die Menschen besser zu integrieren in den Lernalltag. Mhm. Julia, wenn wir jetzt mal in die Gesamtbevölkerung reinschauen, wie sieht es aus mit marginalisierten Gruppen? Ja, tatsächlich ist das auch ein Thema in Costa Rica durchaus, dass man die vulnerablen Bevölkerungsgruppen, wie dort die Bezeichnung eher ist, stärker berücksichtigen möchte. Das betrifft zum einen den, wenn auch geringen Anteil der indigenen Bevölkerung. Das sind ungefähr 2,4% der Gesamtbevölkerung, die man eben auch in der Berufsbildung auf jeden Fall berücksichtigen möchte. Genauso möchte man die Bevölkerung mit afrikanischer Abstammung, das ist die Eigenbezeichnung, tatsächlich mehr einbinden möchte in die Berufsausbildung. Auch das hat zum Ziel, zum Beispiel eben die Jugendarbeitslosigkeit zu verringern und dort eine stärkere Integration in den Arbeitsmarkt zu erreichen. Und natürlich zu guter Letzt denkt man auch in Costa Rica dann an die LGBTQI-Community, die tatsächlich eigentlich sehr frei in Costa Rica sich bewegen kann zum Glück, aber durchaus auch in den letzten Jahren einige Rückschritte zu verdauen hatte, was ja die Stellung in der Gesellschaft und auch die politische Anerkennung angeht. Wie sieht es denn aus mit technischen Berufen? Technische Berufe sind ja hier in Deutschland häufig noch von Männern dominiert. Viele Frauen entscheiden sich noch nicht für einen technischen Beruf. Wie sieht das in Costa Rica aus? Ja, da ist Costa Rica tatsächlich uns einiges voraus. In der dualen Berufsausbildung konnte schon ein 50-50-Verhältnis zwischen Männern und Frauen erreicht werden. Das ist tatsächlich sehr beachtlich, dafür, dass sie eben erst vor einigen Jahren mit der dualen Berufsausbildung gestartet haben. Nichtsdestotrotz lässt sich auch dort eine leichte Gender Gap immer noch feststellen, dass eher Männer in die technischen Berufe gehen und Frauen in andere Berufsfelder. Allerdings ist es eben deutlich geringer als in Deutschland. Es gibt aber auch einige wirklich tolle Beispiele, wie Frauen wirklich mit der dualen Berufsausbildung in Costa Rica gefördert werden. Also meine Kolleginnen und Kollegen haben mir zum Beispiel von einer jungen Dame, die ich auch
persönlich kennenlernen durfte, erzählt, die immer eigentlich gerne was Technisches machen wollte, das bei ihrem Vater immer gesehen hat, ihr dann aber von außen signalisiert wurde, nicht von ihren Eltern, aber so vom Umfeld, ach, das macht man eigentlich nicht. Und als dann das Angebot mit der dualen Berufsausbildung kam, fand sie das super spannend und das war dann für sie der Einstieg, um wirklich in dem Bereich Industrieelektronik tätig zu werden. Und sie hat sehr erfolgreich die Ausbildung auch abgeschlossen. Und da sieht man halt wirklich, was duale Ausbildung für einen Mehrwert haben kann und wie es halt wirklich auch die Leben verändern kann von den beteiligten Personen, die in der Ausbildung sind, aber natürlich auch von den Familien, die ja drumherum sind. Wir haben ja hier auch immer bei GoVT das Thema voneinander lernen. Das ist ja auch ein Thema, was uns als Team beschäftigt und auch wir immer wieder ins WIP reinbringen. Würdest du sagen, dass man im Sinne des Voneinander Lernens auch jetzt auf Costa Rica schauen kann? Auf jeden Fall. Also gerade was die Beteiligung von Frauen und Mädchen in technischen Berufen angeht, können wir, denke ich, einiges von Costa Rica lernen. Es ist, wie gesagt, eine sehr offene Gesellschaft, die das Ganze natürlich lebt, irgendwie, dass alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Hintergründen, mit ihren unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten dazugehören und auch ihren Platz in der Gesellschaft verdient haben. Das ist irgendwie so eine Haltung, die finde ich sehr gut und sehr erstrebenswert. Und ich glaube, da könnten wir uns noch was von abschneiden. Ja, super. Ja, da können wir echt einiges mitnehmen, würde ich sagen. Danke, Julia. Gerne. Also war wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Danke für die Einblicke. Ja, sehr gerne.